Sanfte Hügel, Sonne, Wein und viel Geschichte. Ein wenig soll die Landschaft an die Toskana erinnern, heißt es. Die Toskana des Ostens. Wir sind in der Region zwischen Bad Sulza, Bad Kösen, Naumburg, Jena und Weimar. Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir in Bad Kösen an der Saale angekommen. Bad Kösen gehört zur Stadt Naumburg. Wir sind knapp 70 Kilometer südwestlich von Leipzig. In diesem Video geht es um ein über 300 Meter langes Gradierwerk. Es geht um Käthe Kruse, die weltweit bekannte Puppenmacherin, die Ruine der Rudelsburg und das ehemalige Zisterzienserkloster Pforta, das seit dem 16. Jahrhundert eine bekannte Schule ist. Der Kurpark von Bad Kösen. Hier steht dieses gewaltige Bauwerk, ein Gradierwerk, 1770 gebaut, 320 Meter lang und fast 20 Meter hoch. Baumstämme und Schwarzdornreisig. Darüber rieselt 5%ige Sohle. Damit die Sohle hier rieseln kann, gibt es in Bad Kösen ein heute in Europa einmaliges Bauwerk. Um den Anfang von dem Bauwerk sehen zu können, muss man ans Ufer der Saale gehen, knapp 200 Meter von hier entfernt. Das ist ein Rathaus mit Wasserrad. Das wurde Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut. Mit Hilfe der Wasserkraft wird hier ein Wasserrad in Bewegung gesetzt. Die Kraft, die wird dann auf ein sogenanntes Doppelfeldgestänge übertragen und das führt zu den Hin- und Herbewegungen. Dieses Feldgestänge ist als Doppelfeldgestänge einmalig in Europa. Das doppelte Gestänge überträgt nun die Kraft über 180 Meter. Das ist der Sound der Technik des 18. Jahrhunderts. Ich genieße es. Ein Johann Borlach hat 1731 bis 35 hier einen Sohleschacht auf 175 Meter abgeträuft. Darum heißt er auch Borlachschacht. Borlach war Geologe und kurfürstlich-sächsischer Bergrat. Insgesamt 3 Salinen hat er gegründet. Und Borlach hat auch das Feldgestänge hier bauen lassen. Hier im Schachtturm wurden diese Bewegungen des Gestänges in eine vertikale Bewegung umgewandelt. 16 Kolbenpumpen, heute sind die allerdings elektrisch betrieben, hoben die Sohle hoch in den Schachtturm und von da aus ging es dann ins untere Becken des Gradierwerks. An einem Kunstkreuz im Schacht ist ein sogenanntes Gabelschwinggestänge angeschlossen. Das übertrug die Kraft zum Gradierwerk. Das steht von hier etwa 138 Meter entfernt. Die Sohle wurde mit Hilfe von Kolbensaugpumpen aus dem unteren Becken auf das 20 Meter hohe Gradierwerk dann gehoben. Bad Kösen hat etwa 4000 Einwohner. Der Ort entstand als ein Vorwerk des Klosters Pforta. Das war im Mittelalter. Früher lebten hier Flößer, um 1730 begann die Salzgewinnung. Ab 1850 setzte man auf Tourismus und man entwickelte sich hier zum Kurort und Ausflugsziel.
Bekannte Leute wie Franz Liszt oder Theodor Fontane waren hier Kurgäste. Das Gradierwerk. Hier erhöhte man die Salzkonzentration der Sohle. Die 5%ige Sohle tropfte am Reisig runter. Durch Wind und Sonne verdunstete ein Teil des Wassers und jetzt hatte man 8%ige Sohle. Zur DDR-Zeit hieß Kösen Volksschulbad oder Bad der Werktätigen. Beliebt war der Ort vor allem für Kinderkuren. Am Fuß der Anlage wurde die Sohle aufgefangen und man pumpte sie dann nochmal hoch, damit sie ein zweites Mal über den Reisig runtertropfen konnte und dadurch mehr Wasser verdunsten konnte. In Bad Kösen werden auch Spielzeuge, besser Plüschtiere hergestellt. Das ist ein Gebäude der Kösener Spielzeugmanufaktur. Hier stellte die VEB Kösener Spielzeug bis 1989 Plüschtiere her. 3 Jahre später bewahrte die Familie des damaligen Bürgermeisters den Betrieb vor dem Aus. Man kaufte das Unternehmen und betreibt es bis heute. Die Ausstellung im Museum, die zeigt die Palette der Plüschtiere, die hier hergestellt wurden. Und hier stößt man in Bad Kösen zum ersten Mal auf Käthe Kruse. Die Spielzeugfirma hier, die entstand durch eine Enteignung einer anderen Firma. Es war nämlich die der weltbekannten Puppenmacherin Käthe Kruse. Die lebte in Bad Kösen und hatte hier ihre Werkstatt. Das hier sind einige ihrer Puppen, die in Handarbeit hergestellt wurden. Sogar Puppengeschichten hat sie geschrieben. Das hier sind einige ihrer Bücher. Käthe Kruse lebte von 1912 bis 1952 in Bad Kösen. Sie war hier mit ihrer Tochter zur Kur und zog danach von Berlin hierher. Ihr Mann, ein Künstler, blieb in Berlin. Man führte eine Fernbeziehung. Man hatte 7 Kinder. Hier hat Käthe Kruse zunächst gewohnt. Das Haus steht an der Straße am Rechenberg. Und hier war ihre Werkstatt, in diesem Haus. Hier wurden die Puppen in Handarbeit hergestellt. Wir sind nur wenige Meter entfernt von einer Museumsausstellung mit Käthe Kruse Puppen. Das hier, das ist das Romanische Haus, einer der ältesten Profanbauten in Mitteldeutschland. Ursprünglich um 1300 gebaut.
Heute ist hier das Museum zur Stadtgeschichte drin und in einem Nebengebäude gibt es die Käthe Kruse Puppenausstellung. Zwischen 1905 und 1910 stellte Käthe Kruse die ersten Puppen her. Dann hatte sie mit ihren Puppen, die keine teuren Porzellanköpfe hatten, Erfolg. Beliebt waren die Puppen wegen ihrer beweglichen Gliedmaße und der echt aussehenden Gesichter. Sie waren weich, biegsam und lebensecht. Die Vorbilder für die Puppen waren übrigens ihre eigenen Kinder. Kruses Name unter dem Fuß war übrigens ihr Markenzeichen. Später stellte man dann auch Schaufensterpuppen her und Puppen für den Säuglingspflegeunterricht. Die waren auch sehr gefragt. 1952 wurde ihr Unternehmen verstaatlicht und zum volkseigenen Betrieb. Ihr Unternehmen entstand nun neu in Donauwörth. Ihre Kinder übernahmen das Geschäft. Einer ihrer Söhne war Max Kruse, der wurde als Schriftsteller bekannt. Er schrieb Bücher wie Der Löwe ist los und Urmel. Urmel wird dann später als Urmel aus dem Eis von der Augsburger Puppenkiste aufgeführt. Außerhalb von Bad Kösen steht bei Saaleck am Ufer der Saale die Ruine der Höhenburg Rudelsburg. Gegenüber stehen die Ruinen der Burg Saaleck. Die Rudelsburg diente der Sicherung der Handelswege. Sie wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Als angeblich schönste aller Saaleburgen wurde sie ein beliebtes Ausflugsziel. Die Burg hat einen kleinen Burghof, heute ist hier Gastronomie und man hat einen 20 Meter hohen Bergfried. Im 19. Jahrhundert wurde die Rudelsburg zum Treffpunkt von Romantikern und von Studenten aus Jena, Leipzig und Halle. Einer dieser Studenten war Franz Kugler. 1826 dichtete er hier auf der Burg das Lied »An der Saale hellem Strande«. Das gilt heute als Volkslied. Die erste Strophe beginnt »An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer sind gefallen und der Wind streicht durch die Hallen. Wolken ziehen darüber hin.« Die Rudelsburg war und ist Treffpunkt von chorstudentischen Verbänden. Im Kaiserreich und nach dem Ersten Weltkrieg haben die Burschenschaften hier 4 Denkmale errichtet. Zur DDR-Zeit wurden diese zerstört, nach 1989 teilweise wiedererrichtet. Zu Ehren der im Deutsch-Französischen Krieg gefallenen Chorstudenten steht hier das Gefallenendenkmal 1870-71. Daneben steht das Jung-Bismarck-Denkmal von 1895-96. Das wurde vom Verband alter Chorstudenten zum 80. Geburtstag von Bismarck aufgestellt. Bismarck selbst war alter Herr. Es zeigt den Studenten Bismarck. Das Denkmal ist ein Nachguss, da das Original zerstört wurde. Von 1890 ist dieser Kaiserobelisk zu Ehren Kaiser Wilhelm I. Im Steinbruch wurde dieses Denkmal geschlagen, das Löwendenkmal. Es stammt von 1926 und ist zu Ehren der Kösener Chorstudenten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Schulpforte. Wir sind im ehemaligen Zisterzienserkloster im Saaletal, gegründet 1137.
Das Kloster hieß Pforta. Seit 1543 ist das Kloster eine Schule, heute Internat. Herzog Moritz von Sachsen ließ nach dem Dreißigjährigen Krieg in Pforta sowie in Meißen und in Grimma Fürsten- und Landesschulen gründen. Hier sollten Begabte, unabhängig von Herkunft und Vermögen, gefördert werden und zu Staatsbediensteten, Lehrern und protestantischen Geistlichen herangebildet werden. Das war so etwas wie die erste staatliche Schule. Hier auf dem Gelände steht das gotische Haus. Das ist das einzige erhaltene Gebäude aus dem Mittelalter, um 1516 gebaut. Im Laufe der Geschichte diente es als Speicher, Wohnhaus für Schweinehirten und als Brennerei. Das neugotische Haus, das war das Schlachthaus und der Sitz des Gutsverwalters. Heute ist hier der Sitz einer Stiftung. Schüler waren hier unter anderem Friedrich Gottlieb Klopstock, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Nietzsche und viele andere, die später Naturwissenschaftler, Theologen und Politiker wurden. Das ist das Fürstenhaus. Der Name kommt vom Erbauer, Kurfürst August von Sachsen, gebaut hier 1573. Das hier war früher mal der Sitz der Schulverwaltung, heute ist hier das Internat drin. Die Abtskapelle, 1240 gebaut. Damals gehörte sie zum Krankenhaus. Später war dann hier ein Waschhaus. Das ist der Friedhof. Hier wurden Lehrer und Angestellte mit ihren Familien, aber auch Schüler und ehemalige Schüler beerdigt. Auch Johann Borlach, der Mann, der die Saline in Bad Kösen baute, wurde hier bestattet. In der Totenleuchte, die 1268 aufgestellt wurde, soll das ewige Licht für die Verstorbenen brennen. Die Kirche des Klosters, 1137 gebaut, später gotisch umgebaut. Die Westfassade. Für eine Zisterzienserkirche ist sie sehr aufwendig. Das Innere der Kirche. Es ist sehr geräumig hier. Hier gibt es zahlreiche Grabmale und Grabplatten von Äbten.
unterwegs auf dem Gelände. Schulhaus, Torhaus, ein ehemaliges Hospiz, eine Mühle. Früher eine Getreidemühle. Zur Schule heißt es auf der Webseite: Begabte Jungen und Mädchen aus ganz Deutschland erhalten hier ab Klasse 9 die gymnasiale Ausbildung in den 3 Schwerpunkten Sprachen, Naturwissenschaften und Musik. Dank staatlicher Trägerschaft wird kein Schulgeld erhoben. Die kleine Saale. Die Zisterzienser haben hier einen Wasserlauf angelegt, 5 Kilometer lang. Das ehemalige Kloster und heutige Internat. Sehr interessant hier. Ja, das war's dann aus Bad Kösen. Es gibt hier einige interessante, sehenswerte und einmalige Orte. Sehr interessant hier. In diesem Sinn, tschüss.